Knieschmerzen wegen einem Meniskusriss? Wenn du über 40 bist, dann musst du unbedingt dieses Video anschauen. Hier erfährst du, warum Meniskusrisse entstehen, ob du es unbedingt immer operieren lassen musst und na klar, was du gegen deine Schmerzen machen kannst. Der Meniskus, oder besser gesagt, die Menisken, weil man jeden Knie zwei davon hat, haben zwei ganz wichtige Funktionen im Knie. Die wirken als Stoßdämpfer, als eine Art von Puffer zwischen die beiden Gelenkparten, das heißt der Oberschenkelknochen und auch der Unterschenkelknochen. Und der Unterschenkelknochen, der ist relativ flach. Durch die Form von Meniskus, was eher so eine Art von Pfanne bildet, erhöht man die Gelenkfläche und dadurch auch die Stabilität vom Knie. Wenn du läufst, wird der Druck, was im Gelenk entsteht, verteilt zwischen die Gelenkfläche und die andere Struktur im Knie. Und diese Druckverteilung wirkt auch schützend auf das Knorpel. Weil dadurch weniger Druck auf eine Stelle entsteht, ist die Belastung auf dem Knorpel besser verteilt. Warum reißt der Meniskus? Bei jüngeren oder aktiveren Menschen ist es so, dass der Meniskus dann reizt, wenn ganz plötzliche Drehbewegung von dem Knie, zum Beispiel, wenn man da drauf steht und den Oberkörper in eine Richtung oder in die andere dreht. Diese Bewegungen kommen häufiger vor beim Sportarten, wie zum Beispiel Tennisspielen oder Basketball. Das Zweite, wo häufiger der Meniskus auch reißt, ist, wenn abrupte Stoppbewegungen stattfinden. Zum Beispiel beim Fußballspielen, wo man sehr hohe Kraft hat und auf diese Bewegung dann plötzlich abbrechen muss. Und nicht zuletzt, wenn man zum Beispiel einen direkten Traumata auf das Knie stattfindet. Zum Beispiel, wenn der Gegner ins Knie reinläuft oder sowas Ähnliches. Diese Art von Verletzungen kommen viel häufiger vor bei jüngeren Menschen, wo man dann tatsächlich einen Riss in den Meniskus verursachen kann. Wenn du aber akuten Knieschmerzen hast, aber keine dieser Art von Verletzungen vorgefallen ist, dann handelt es sich hochwahrscheinlich von einer altersbedingten normale Veränderung des Meniskus. Aber was soll das jetzt nun heißen? Der Körper verändert sich mit dem Alter. Die Haare werden anders, die Haut wird anders und auch dein Meniskus wird anders, als wenn man jünger ist. Der Meniskus ist aus Kollagenfasern. Und je älter man wird, desto unbeweglicher können diese Kollagenfasern werden. Die sind dann dünner und weniger elastischer als davor. Und durch diese Veränderung sind sie auch weniger widerstandsfähiger als bei jüngeren Menschen. Häufig sieht man dann in den MRT einen einen horizontalen Riss. Das heißt, in der Höhe würde eher ein Längsriss von dem Meniskus entstehen. Was aber noch viel, viel wichtiger ist, dass viele Studien gezeigt haben, dass Menschen ohne jegliche Art von Beschwerden mit kompletten schmerzfreien Knien genau diese Rissen auch zeigen. Eine Studie zeigt, dass sogar 60% von beschwerdenfreien Menschen Meniskusrisse haben. Aber jetzt kann man sich dann halt fragen, wenn du diesen Riss hast, keine akute Verletzungen hat, warum tut denn dein Knie weh? Naja, was ich sehr häufig in der Praxis erlebe, ist, dass die Beschwerden dann kommen, wenn die Patienten außergewöhnlich viel belastet haben. Wie zum Beispiel nach einer Reise, wo sie länger gesessen haben oder viel gelaufen sind oder nachdem die zu lange in eine ungewohnte Position geblieben sind, wie zum Beispiel kniend im Garten. Das Knie reagiert dann mit Schmerzen und Schwellung eher im Sinne einer Reaktion auf eine Überreizung als jetzt Ergebnis von einem Meniskusriss. Der war hochwahrscheinlich schon davor da. Muss ich nun operieren oder nicht? Nicht jeder Meniskusriss muss unbedingt operiert werden. Ein Grund, warum man es operieren lassen sollte, ist, wenn du das Gefühl hast, dass dein Knie blockiert ist. Das heißt, bei Beugen und Strecken kommt es zu einer ganz abrupten Blockade im Knie und du kannst es weder noch strecken noch beugen.
Wenn es nicht der Fall ist und die Schmerzen ständig da sind, aber keine akute Bewegungseinschränkung, dann handelt es sich viel häufiger um diese degenerative Veränderung. Und genau in diesem Fall ist es eher weniger indiziert, es operieren zu lassen. Und noch wichtiger, wenn man vergleicht die Ergebnisse von einer Knie-OP, so einer Arthroskopie wegen dem Meniskus, zu Vergleich zu Physiotherapie mit Übungen, langfristig gesehen sind beides genauso effektiv. Das heißt, beide Patienten haben langfristig weniger Schmerzen, mehr Funktion und weniger Bewegungseinschränkungen. Und mit Übungen kannst du dann zum Beispiel möglichen OP-Risiken komplett vermeiden. Das einzige herausfordernd in dem Ganzen: du musst selber aktiv was für deine Gesundheit tun. Und wenn du das möchtest, dann komm mit, das zeige ich dir jetzt. Wenn deine Schmerzen ganz akut sind und vielleicht dein Knie sogar noch geschwollen ist, kann es sinnvoll sein, die ersten paar Tage das Knie etwas zu schonen. Das heißt, versuche weniger zu laufen, lage dein Knie so häufig wie möglich auch etwas höher, damit die Schwellung abgehen kann, und du kannst auch wegen des Schmerzens eine Kältepack draufpacken. Das wird dir dabei helfen, diese akuten Schmerzen etwas zu lindern. Wichtig ist, dass diese Maßnahmen nur vorübergehend sind. Langfristig gesehen musst du die Muskulatur aufbauen. Je schneller du dein Knie beschwerdenfrei bewegen kannst, desto schneller kannst du auch aktiv in die Übungen reingehen. Und eine gute Möglichkeit, um die Beweglichkeit des Knies zu verbessern, ist, wenn du jetzt halt mit etwas Zug bzw. beschwerdenfreier Bewegung arbeitest. Für diese Übung solltest du dich auf den Tisch hinsetzen oder irgendeine erhöhte Sitzfläche, wo du die Beine gut baumeln lassen kannst. Wenn du zusätzlich so eine Gewichtsmanschette nutzen könntest, ist es noch effektiver, aber kein Muss. Setze dich so hin, dass deine Oberschenkel gut auf der Sitzfläche platziert ist und auch gut geschützt ist. Ungefähr so 2 bis 3 Fingerbreite von der Kniekehle soll es dann halt frei sein. Das zusätzliche Gewicht an den Unterschenkel sorgt für ein bisschen mehr Zug. Und in dieser Position lässt du dann den Unterschenkel einfach mal pendeln. Diese Pendelbewegung sollte unter anderem von der Schwerkraft eher verursacht, als du jetzt richtig aktiv das Knie streckst und wieder locker lässt, sondern einfach ganz entspannt das Bein baumeln lassen. Vor und zurück für ungefähr 1 Minute. Nachdem du die Bewegung vor und zurück gemacht hast, versuche dann kleine kreisende Bewegungen zu machen. Auch wieder vor, die Bewegung soll eher geschmeidiger sein und schmerzfrei. Wenn irgendeine Richtung dir Schmerz verursacht, dann ist es nicht die richtige Übung für dich. Also kreisende Bewegung einmal in Uhrzeigersinn und dann nochmal in Gegenuhrzeigersinn. Das muss nicht zu langer sein, die Bewegungsausmaß muss auch nicht zu groß sein. Es geht nur darum, dass man wieder Bewegung im Knie reinbekommt. So, insgesamt sollte das Ganze 3 Minuten dauern. Also 1 Minute vor und zurück, 1 Minute in Uhrzeigersinn und dann noch 1 Minute im Gegenuhrzeigersinn. Nachdem du mit der ersten Übung schon ein bisschen mehr Beweglichkeit bekommen hast, geht es weiter mit der zweiten Übung. Und bei dieser Übung geht es darum, dass die Drehbeweglichkeit vom Knie wiederhergestellt wird. Du bleibst weiter sitzen. Wichtig ist, dass dein Fuß frei ist. Und in dieser Position versuchst du nun, ohne dass du die Oberschenkel bewegst, nur den Unterschenkel zu drehen, so dass du den Fuß so weit wie möglich komplett nach außen drehst. Diese Bewegung, die Außendrehung vom Knie, sorgt dafür, dass du langfristig die komplette Streckung bekommst, falls du eine Bewegungseinschränkungen hast. Und mit der zweiten Richtung, das heißt den Unterschenkel nach innen drehen, bekommst du dann eine Verbesserung der Beugung. Also, Oberschenkel bleibt gerade. Du kannst auch gerne deine Hände seitlich am Knie platzieren, dass du die Bewegung auch besser wahrnehmen kannst. Komplett den Unterschenkel nach außen drehen und dann komplett den Unterschenkel nach innen drehen. Es passiert nicht wahnsinnig viel, aber genau diese kleinen Bewegungen sorgen dafür, dass die Bewegungen freier werden und langfristig Schmerz lindern. Diese beiden Übungen kannst du gut nutzen, um einen Einstieg
für die nächsten Übungen, um die Kräftigung der Muskulatur zu gewährleisten. Bei der Drehbewegung reicht es eine Serie von 24 Bewegungen. 12 nach außen, 12 nach innen. Und dann bist du schon gut bereit für die Kräftigung. Bei diesen Übungen geht es nun um die Kräftigung deiner Oberschenkelmuskulatur. Und mit einer Kniebeuge kannst du das am besten üben, weil es auch sehr alltagsnah ist. Am besten machst du es, indem du einen Stuhl oder einen Hocker hinter dir platzierst. Ganz bewusst ungefähr eine Handbreite entfernt von der Sitzfläche und dann von der aufrechten Stand, Hände vorne am Rumpf überkreuzt. Versuchst du dich auf die Sitzfläche hinzusetzen bzw. nur so leicht antatschen und dann ganz bewusst wieder strecken, bis du in die komplette Streckung von der Hüfte auch bist. Das sehe ich sehr häufig bei Patienten von mir, die bleiben immer so leicht gebeugt. Also nach hinten hinsetzen, kurz angekommen, dann bewusst wieder nach oben gehen. Wenn du die Hände nach vorne nimmst, dann wird die Übung etwas schwerer. Einen kleinen Tipp, vor allem wenn du Schmerzen dabei hast, achte darauf, dass wenn du runter gehst und du nach unten schaust, dass deine Knie nicht über deiner Fußspitze sind. Wenn du die Übung in dieser Position machst, ist viel mehr Druck auf den Meniskus, was dann auch Schmerzen verursachen könnte. Also aufrechter Stand, Hände vorne am Oberkörper gekreuzt, das Gesäß ganz weit nach hinten fallen lassen und dann wieder aufstehen, bis die Hüfte komplett gestreckt ist. 3 Serien von 10 Wiederholungen solltest du hiervon machen. Als Steigerung wäre, dass du dann halt diese gleiche Übung einbeinig machst, indem du die gesunde Seite etwas nach hinten platzierst, dass du jetzt halt nicht mehr so viel mit dem Gleichgewicht zu tun hast. So, Fußspitze bleibt auf dem Boden, Hände wieder gekreuzt vorne am Rumpf oder an der Teile und dann wieder gehst du ein bisschen in die Kniebeuge ran, um dann es wieder zu strecken. Achte darauf beim Runterschauen, dass das Knie nicht über die Zehspitze geht, um den Druck auf den Meniskus etwas zu nehmen und dann wieder strecken. Das gleiche gilt auch, dass das Knie nicht zu doll nach innen abweicht, sondern schön in einer Linie bleibt, immer über deinen Fuß drauf und dann wieder strecken. Sehr gerne kannst du auch einen Stuhl neben dir platzieren, damit du den noch extra festhalten kannst und nicht so viel mit dem Gleichgewicht arbeiten musst. Auch hier sollen es 3 Serien werden mit 10 Wiederholungen. Wenn du mehr aktiv für deine Gesundheit machen willst, Schmerzen lindern und im Alltag beweglicher und fitter werden, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Videos für deine Gesundheit, dass du selber deine Gesundheit in der Hand nehmen kannst. Für die nächste Übung geht es wieder darum, dass du die Stabilität von deinem Bein und Knie wieder übst. Dafür wäre es super, wenn du mit so einem Gummiband arbeiten könntest. Es ist kein Muss, macht die Übung aber herausfordernd und somit effektiver. Befestige das elastische Band in irgendein Gegenstand, wie zum Beispiel einen Heizungskörper. Mach so eine Schleife drum und jetzt ist das gesunde Bein. Das soll jetzt halt in die Schleife reingebracht werden. Mit dem verletzten Bein, das willst du jetzt die Stabilität üben. Das heißt, wenn du das Meniskusriss, in dem Fall wäre jetzt halt hier auf meine linke Seite und die gesunde Seite, wo ich keine Beschwerden habe, kommt in den Gummiband rein. Das verletzte Bein beugst du jetzt so minimal, nur dass du aus dieser vollen Streckposition rausgehst und jetzt bewegst du das gute Bein weg. Das Ziel dabei ist, dass du dein Standbein so stabil wie möglich hältst. Sowohl was das Bein angeht, so Sprunggelenk, Knie und Hüfte, gerade bleiben und dann mit der gesunden Seite so weit wie möglich abspreizen und wieder zurück. Zusätzlich kannst du ein bisschen versuchen, dich festzuhalten, aber dadurch wird die Übung wenig herausfordernd für dein Knie. 10 Wiederholungen von der gesunden Seite und dann wieder Pause. Diese Übung hat den Vorteil, dass du sowohl das Beckenmuskulatur, das Gesäßmuskel arbeitest, als auch die Stabilität für dein Knie wieder übst.
3 Serien, jeweils 10 Wiederholungen soll es dann werden. Wenn du eine Kniebeschwerden hast, ist es auch wichtig, dass du die Wadenmuskulatur trainierst. Die Wadenmuskeln, die gehen auch oberhalb vom Kniegelenk und sorgen dafür, dass du das Knie auch komplett strecken kannst. Eine Wadenheben oder Fersenheben kann eine exzellente Übung dafür sein, um diesen Muskel zu stärken. Am besten ist, wenn du das an einer Treppe machst, weil dadurch hast du mehr Bewegungsausmaß. Platziere nur den Vorfuß auf der Treppe, sodass die Ferse komplett frei bleibt. Beide Hände sind dann irgendwo befestigt, entweder an der Wand, an der Geländer, was denn auch immer. Und dann aktiv hochgehen. Achte darauf, dass deine Knie komplett durchgestreckt bleiben, beziehungsweise so weit, dass es schmerzfrei ist. Und lass es dann bewusst so weit nach unten gehen, bis du eine Dehnung in der Wade spürst, um dann langsam wieder nach oben bewegen. Diese Bewegung nach oben sollte 4 Sekunden dauern. Oben angekommen, dann wieder runter. Zu Beginn kannst du das gerne dann halt zweibeinig machen. Langfristig gesehen, um das noch herausfordernd zu machen, wäre es auch sinnvoll, dass du es einbeinig machst. Desto wichtiger ist es dann, die Hände zu nutzen, um dich festzuhalten. Knie bleibt gestreckt, Ferse nach oben, langsam runtergleiten lassen, bis die Ferse tiefer ist als der Vorfuß und du eine deutliche Dehnung in der Wade merkst. 3 Serien, jeweils 10 Wiederholungen. Und ganz wichtig, 4 Sekunden lang sollte die Bewegung nach oben dauern und 4 Sekunden lang die Bewegung nach unten. Die letzte Muskelgruppe, die du noch aktiv trainieren solltest für deine Kniebeschwerden, ist die hintere Oberschenkelmuskulatur. Eine gute Möglichkeit dafür ist die Brücke, aber nicht die normale Brücke, weil dann hast du mehr Gesäß, sondern die Brücke mit gebeugten Knien. Wenn du nicht auf den Boden kommen kannst, dann kannst du die Übung auch gerne machen, indem du dich auf dem Bett hinlegst und die Beine an der Wand platzierst. Leg die mal auf den Rücken. Deine Beine, deine Füße sind hüftbreit auseinander und deine Füße, die zeigen geradeaus nach oben, nicht nach außen drehen. In dieser Position, die Hände bleiben dann halt noch nach unten. In dieser Position versuchst du nun, das Becken von dem Boden bzw. vom Bett hoch zu heben, um sie dann langsam wieder abzusenken. Oberschenkel hinten anspannen, das Becken hochheben, um sie dann langsam wieder nach unten zu gleiten zu lassen. Versuche ganz bewusst Kraft zu machen, so als ob du die Knie weiter in die Beugung bringen willst. Ein gutes Zeichen dafür, dass du die hinteren Oberschenkelmuskulatur nicht so gut anspannst bzw. nicht so gut steuern kannst, ist, wenn du immer wieder mit dem Schulter nach oben wegrutscht. Also ordentlichen Druck mit der Ferse gegen die Wand. Stell dir vor, du würdest die Ferse nach unten Richtung Boden drücken und hebst dann halt mit dieser Kraft das Gesäß hoch. Da wirst du auch deutlich die hintere Oberschenkelmuskulatur spüren. Ebenfalls hier sollen das dann halt 3 Serien werden von 10 Wiederholungen. Je mehr deine Beinmuskulatur trainiert wird, desto entlastender ist es für das Kniegelenk und schonender für die Menisken. Das kann dir helfen, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig keine Schmerzen zu haben und auch eine OP komplett zu vermeiden. Fahrradfahren ist auch sehr balsam für deine Kniegelenke. Wenn du die Möglichkeit hast, schaff dir einen Ergometer an. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!